Seid ihr bereit für eine Reise in das Berlin von vor genau 125 Jahren? Wir werden dem Berlin von vor einem Jahrhundert einen Spiegel vorhalten, einer der ordentlichsten und modernsten Städte Europas. Mit Fotografien, die ihr so noch nie gesehen habt, tauchen wir tief in die Straßen Berlins ein und versuchen, durch ein Fenster in die 1900er Jahre den Puls des Lebens zu spüren. Wir fangen jetzt an. Kommt euch dieser Ort bekannt vor? Ja, richtig geraten. Auf dem Foto sehen wir das Berliner Stadtschloss, heute bekannt als Humboldt-Forum. Direkt davor erstreckt sich die Spree. Den Quellen zufolge stammt die Aufnahme aus dem Jahr 1906. Die Menschen, die durch diese Straßen gingen, die Pferde, die die Wagen zogen, eine prachtvolle Kuppel, die scheinbar der Zeit trotzt. Wer weiß, wie viele Leben sich unter ihr abgespielt haben. Berlin. Eine Stadt, die auch in der Architektur eine Vorreiterrolle einnahm. Mischen wir uns ein wenig unter die Menschen. Vielleicht sind es sogar Menschen, die inmitten der Menge doch ihre eigene Einsamkeit tragen. Dieses Foto zeigt eine der berühmtesten Straßen Berlins, den Boulevard unter den Linden. Hier schlug vor dem Krieg das Herz von Glanz, Wohlstand und gesellschaftlicher Aufbruchsstimmung. Dieses Foto stammt genau aus dem Jahr 1900. Eines der politischen und kulturellen Zentren jener Zeit. Wo könnte das sein? Eine Kathedrale, eines der Zentren der Andacht, ein Uhrturm, ein unveränderlicher Zeuge der Zeit, eine Brücke, von der man sagen möchte, könnte sie doch sprechen, und ein Fluss, der unter ihr dahinfließt. Das hier ist die Museumsinsel und ihre Umgebung. Auch in jener Zeit entwickelte sich die Technologie rasant weiter. Das Foto zeigt die erste elektrische Straßenbahn in Lichterfelde. Berlin blieb weiterhin ein Vorreiter. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1896. Kommt es euch bekannt vor? Vergangenheit und Zukunft zugleich. Auf der einen Seite das Hufklappern der Pferde, das über das Pflaster hallt. Auf der anderen Seite ein bedeutendes Handelszentrum, durch das bereits eine Straßenbahnlinie führt. Unsere Fotoanimation zeigt den Spittelmarkt. Eisen, Stahl, Glas und Wasser. Ein weiterer prächtiger Treffpunkt. Welche Schmerzen verbargen sich wohl hinter diesen rasant vorbeiziehenden Leben? War der Bahnhof Friedrichstraße nicht Zeuge unzähliger Begegnungen oder schmerzlicher Abschiede? Nun befinden wir uns an einem der bedeutendsten und elegantesten Orte Berlins. Links das Konzerthaus, rechts der Deutsche Dom und alles umschlossen vom Gendarmenmarkt. Wir schreiben das Jahr 1900. Hier liegt Geschichte in der Luft. Und nun sind wir mitten im Leben. Eine Aufnahme eines Weihnachtsmarktes aus dem Jahr 1910. Elegante Frauen und Männer. Weihnachten. Vielleicht ein ganz neuer Anfang. Und das nur kurze Zeit vor dem Krieg. Dies ist eine überdachte Markthalle. Der Kampf der Berlinerinnen und Berliner, ihr Leben fortzusetzen, geht weiter. Eine Familie, die genau im Jahr 1900 lebte. Welche Schmerzen mussten die Menschen jener Zeit ertragen? Nichts ahnend, mit sanften Lächeln auf ihren Gesichtern. Was hätten sie wohl alles dafür gegeben, in die Tage zurückzukehren, an denen dieses Foto aufgenommen wurde? Und die Fabriken, die Arbeiter. Deutschlands Motor, sein Rückgrat. Ist das Gewicht dieser Maschinen schwerer als das Leid der Arbeiter? Müde, aber aufrechte Blicke.
Wir setzen unsere Reise mit eindrucksvollen Fotografien fort. Die Männer auf diesem Bild sind Aluminiumarbeiter. Ihre Erschöpfung steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Man sieht sie im Staub auf ihren Stiefeln, in den Falten ihrer Kleidung. Diesmal schreiben wir das Jahr 1908. Diese Arbeiter und ihresgleichen waren die stillen Architekten der aufstrebenden deutschen Industrie. 5 Arbeiter, völlig unterschiedliche Welten, Träume, geliebte Menschen. Berlins enge Gassen. Ein kleiner, gepflasterter Boden, eine Handvoll Menschen. Weiter vorne ein Handkarren, in der Ferne eine Pferdekutsche. Waren die alten Zeiten wirklich vertrauter? Entfernen sich die Menschen mit den Jahren voneinander? Als die Straßen breiter wurden und die Industrie wuchs, verblasste da auch die Unschuld in den Gesichtern? Fernab der breiten Boulevards, enge, gepflasterte Gassen. Eine andere Seite Berlins. Fern vom Glanz, vielleicht auch ein wenig von Armut geprägt. Wir erleben weiterhin den Augenblick in den Straßen Berlins im frühen 20. Jahrhundert. Was glauben Sie, wo genau in Berlin dieses wunderbare Foto aufgenommen wurde? Tatsächlich geben die Schilder hier viel deutlichere Hinweise als auf anderen Bildern. Wir schreiben das Jahr 1901. Vor uns sehen wir das Restaurant Rudolf Dresse, einen der luxuriösesten und beliebtesten Orte Berlins jener Zeit. Es befand sich direkt am prachtvollen Boulevard unter den Linden. Ein weiteres eindrucksvolles und bedeutungsvolles Foto. Warum glauben Sie, sind diese Kinder hier versammelt? Wo befinden wir uns? Ein Kampf, manchmal eine Niederlage, aber immer Hoffnung. Die weiße Pest. Wir sind in den Wäldern von Charlottenburg bei Berlin. Diese Kinder befanden sich hier zur Behandlung ihrer Tuberkulose und dieses Foto hat diesen Moment für immer festgehalten. Auf der einen Seite Arbeiter inmitten von Staub und Schmutz, Familien zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Auf der anderen Seite Kinder und Eltern aus deutschen Mittelstandsfamilien in Matrosenanzügen. Berlin. Und doch immer noch Berlin. Ist das Leben nicht seltsam? Jeder hat Erwartungen an das Leben. Manche träumen, andere weisen sie entschieden zurück.